Hallo liebe Leute, euer Motorradtourer grüßt euch. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Video über das Zubehör, das hier an der V85 TT verbaut ist. Nachdem ich wirklich sehr viele Anfragen bekommen habe, zum Beispiel zu den Halterungen und zu der Scheibe. Und nachdem ich mir jetzt von Hepco und Becker noch dieses Gepäcksystem gekauft habe, möchte ich euch das jetzt einfach mal zeigen, wie das im Zusammenspiel mit dem Motorrad funktioniert. Viel Spaß beim Zusehen und wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr natürlich gerne per E-Mail euch melden. Anfangen tun wir mal vorne mit der Scheibe. Bei der Scheibe ist es so, das ist ja die Tourenscheibe von Moto Guzzi, die Originalscheibe. Die habe ich ersetzt, weil die Sportscheibe mir zu nieder war. Ich bin 1,84 groß. Und egal welchen Helm das ich auf hatte, es ist egal, je nachdem wie ich die eingestellt habe, ich bekam immer den Wind von vorne volle Pulle ab. Es gibt ja Menschen, die mögen das, wenn sie fahren. Ich mag es nicht, weil ich ja doch meistens auf Touren unterwegs bin und dann halt einfach sage, okay, bitte kein Wind. Und wenn es dann mal richtig heiß ist, kann ich es ja auch runterstellen und dann mache ich das. Von der Funktionsweise der Scheibe. Also bei der Moto Guzzi ist es so, bei der Moto Guzzi müsst ihr das an den Schrauben einstellen. Die lässt sich leider nicht per Hand verstellen. Aber gut, das macht man einmal, dann passt es. Also wie gesagt, das hier ist die Tourenscheibe von Moto Guzzi, die Originalscheibe. Und oben habe ich jetzt noch angebracht eine Aufsteckscheibe von MRA. Diese MRA-Scheibe hat den Vorteil, ich kann die bohren oder stecken. Ich habe sie jetzt gesteckt. Und die ist jetzt verstellbar, stufenlos, so nach unten oder nach oben. Nach unten oder nach oben kann ich die verstellen, so. Und dann habe ich da einfach idealerweise, auch wenn ich schnell fahre auf der Autobahn, bekomme ich da am Helm nichts ab. Ich kann den sogar, mein Joey kann ich sogar offen fahren. Also das ist echt eine super Sache. Die weiteren Fragen, die jetzt noch kommen, betreffen die Halterungen davon. Hier oben ist eine Halterung dran, die wird direkt an der Serienscheibe verschraubt. Hier unten 2 Schrauben plus der Querbügel und der kommt von Chivi. Also kann man bei Chivi kaufen. Dann habe ich hier drauf gemacht von SP Connect, einen Handyhalter. Das ist also wirklich sehr easy alles. Direkt drauf, dreh rum und habt es und dann passt es. Hier unten habe ich den Halter von SW Motec zur Aufnahme von dem Garmin Sumo XT. Lässt sich auch mit einer Hand bedienen, dann sieht man dann hier besser den Halter. Und ich habe da dann die Möglichkeit, das zu verstellen. Oder wenn ich möchte, kann ich das auch ganz rausnehmen. Und das ist einfach draufgehängt. Ob ich das jetzt da unten lasse oder nicht, wahrscheinlich mache ich so, dass ich das hoch montieren werde, weil einfach das Navi oben besser zu erkennen ist. So, weiterhin haben wir da vorne montiert, oder habe ich da vorne montiert, nachdem ich ja am Gardasee unten durch so ein Dreckloch durchgefahren bin und wirklich das komplette Motorrad und ich rausgesifft war, habe ich mir gedacht, da muss es doch eine andere Lösung geben für den Kotflügel vorne und das gibt es auch. Und habe mir dann nach einem Kotflügel geschaut, Original-Kotflügel von der Aprilia Kappa Nord. Überlegt, was ist denn eigentlich, wenn es mal regnet, das siehst du dann aus wie die Sau. Daraufhin habe ich mich entschieden, ästhetisch vielleicht nicht ganz so schön, aber effektiv diesen Kotflügel zu erwerben und zu montieren. Die Montage von dem ist sehr einfach. Da werden also nur diese 3 Schrauben geöffnet, das Originalverkleidungsteil abmontiert und der neue Kotflügel dran geschraubt und dann passt es wunderbar. Wie gesagt, Spritschutz effektiv. Was ich auch noch verändert habe, ist hier oben, wenn ihr sehen könnt, die Hube deutlich größer als die Originalhube und ca. 15 Dezibel lauter, also wenn ich da hub, das hört man dann auch wirklich effektiv. Weiterhin sind verbaut die Original-Sturzbügel für den Motor.
beidseitig natürlich, und wir haben hier hinten verbaut den Kardan-Sturzbügel. Das sind beides Serienteile von Moto Guzzi, die von Moto Guzzi sehr günstig sind. Und hier habe ich auf der linken Seite die Fernbedienung für das Sena-Sprechsystem bzw. die Kamerabedienung. So, jetzt komme ich zum Gepäcksystem von Hepco und Becker. Ich habe mir lange überlegt, was ich drauf baue. Ihr wisst ja, ich hatte zuerst die Originalkoffer von Moto Guzzi dran, und also das war nicht das Gelbe vom Ei. Die sehen zwar optisch wirklich schön aus, keine Frage, liegen direkt auch am Motorrad dran, das sieht wirklich gut aus, aber die haben wirklich 2, 3 gravierende Nachteile. Zum einen ist es so, dass wenn ich die Koffer schließen möchte und habe eine Innentasche drin, verliere ich immer oben ca. 6-7 cm Platz, weil da diese Lasche zum Schließen untergebracht ist. Also mir ist es passiert beim Packen, dass mir zweimal das Kunststoffteil oben rausgefallen ist. Also ich finde es wirklich ein Mist. Zum anderen ist es so, dass da unten, das sind ja Seitenlader, die Koffer, dass wenn man die aufmacht, da sind so Kunststoffhalter drin, wo den Deckel halten sollen. Und das sieht wirklich extrem billig aus. Und auch wenn die zu sind, einmal muss man immer schauen, dass diese Gummilaschen im Koffer drin sind, und zum anderen sieht der Koffer immer aus, als ob er nicht ganz zu ist. Also ich hatte ja den rechten dann gesichert mit Spannbänder, weil das nicht anders ging, weil da die Laschen abgebrochen sind. Aber das war eine Produktionssache, also nicht von der Einsatzweise. Und also dann hat es natürlich schon auch gehalten, aber das ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. So, daraufhin habe ich mal geschaut, wer bietet was an, und bin dann zu Hepco und Becker gekommen. Fangen wir mal da vorne an mit dem Tankrucksack. Becker, und hat, ja, ich denke mal um die 10 Liter wird er haben. Das ist jetzt die Größe M mit dem Fach hier für die Karte, für das Kartenmaterial, wenn man das möchte. Und ansonsten, also relativ groß innen. Ich habe hier noch separate Fächer, und hier unten habe ich schon eingebaut die Abdeckung, wenn es regnen sollte. Also für mich geht da ordentlich was rein, und das ist okay. Und ich kann oben noch das Kartenmaterial machen, was ich jetzt echt super finde, die Halterung am Motorrad. So, das ist ganz easy. Hier habe ich den Zugbügel, ich ziehe da, so, und dann kann ich den runternehmen. Das ist das Logit-System, ist ein magnetisches System, und auch Montage ganz einfach. Ich setze einfach hier oben diese 4 Originalschrauben, tausche ich aus, da sind dann unterschiedlich Länge dabei, da kommt eine hier rein und eine hier, und die anderen 2 sind die normalen. Und wenn ich den jetzt draufsetzen möchte, wo sie sind, und der klickt sich selber ein. Also echt eine tolle Sache, und wie gesagt, hier das Entsperrband zum Aufmachen ist wirklich ganz einfach zu bedienen, und sehr gutes Material. Er hat hier noch eine Tasche, und er hat hier noch so. Eine weitere Sache, die wir jetzt haben, sind die Koffer. Bei den Koffern habe ich ja sehr lange mit mir gekämpft, was ich jetzt montiere. Zuerst waren ja montiert die Originalkoffer von Moto Guzzi. Die Koffer von Hepco und Becker, die sehen wirklich sehr stabil aus, und werden mit den Original, also der Seitenträger kommt von Hepco und Becker. Der linke Koffer hat ein Volumen von 30 Liter, der rechte Koffer 40 Liter. Also das sind wirklich schon richtige Oschis. Wie man die jetzt montiert und dran macht, das zeige ich euch jetzt mal. Also hier hinten habe ich einfach das Schloss zum Öffnen, Open Close. Ich mache die auf, so, ich mache das auf, und
So, das ist der Koffer. Ich habe jetzt hier Innentaschen drin. Und zwar, weil ich immer mit Werkzeug fahre. Ich habe also immer dabei ein Reifenflickzeug und einen Kompressor. Immer. Weil ich auch schon drauf habe. So, mache ich raus hier. Und wenn ich jetzt im Hotel wäre, nehme ich die mit. Also wenn das Gepäck drin ist und dann habe ich das. Das, wie gesagt, ist der kleine. Auf der anderen Seite, also Motorrad rechts, ist es so, da habe ich jetzt die Innentasche drin. Also man sieht schon, das ist ein riesen Koffer. Also da ist es so, dass ich dort das Gepäck für sicherlich eine Woche locker reinbekomme für mich selber. Und da brauche ich eigentlich sonst gar nichts mehr dazu. Schließen genau wie den anderen Seite hin und close zu. So, abmontieren, das zeige ich euch jetzt mal an einer Seite. Wird es hier, da habe ich ja auch die Beschriftung drauf, close und open. So, ich mache das hier rein, mache das auf. So, Koffer ist weg und ich nehme den einfach raus. Das war schon. Von der Montage der Aufnahmebügel zu sagen. Also zum einen hier an der Aufnahme vom Fußraster sind die Schrauben schon da. Also 2 Schrauben hier, die habe ich jetzt eingesetzt mit Loctite. Dann haben wir hier oben am vorhandenen Gepäckträger die 2 Schrauben. Und dann wird hier hinten noch dieser Seitenbügel montiert, damit das Ganze eine Stabilität bekommt. So, weiterhin waren dann bei den Koffern dabei, warum auch immer, das finde ich jetzt nicht so gut. Diese Lasche zum Einhängen, die müssen dann auch noch montiert werden. Aber wie gesagt, das ist alles sehr einfach von der Montage her, wirklich sehr einfach. So, wenn man sie dran macht, funktioniert das wieder ähnlich. Ich nehme den Koffer, häng den hier ein, nach vorne, klappt das hier rein und klappt das hier rein, schließt zu und drehe rum und das war's. Der Koffer ist dran. So, dann hat er hinten noch eine Strebe, die das Ganze halten soll. Das ist auch schon, die Löcher sind auch da, also ihr müsst da nichts bohren, alles, das ist wirklich, also für den Preis eine Top-Qualität und also ist wirklich echt. Also da unten gibt es noch eine richtig geile Platte, auch von Hepco und Becker. Und ja, dass das Ding einfach gut steht. Was auch noch montiert ist die Komfortsitzbank von Moto Guzzi. Die bringt eine Erhöhung von 2 cm, also ich sitze so 85 cm, die ist etwas höher als diese braune Seriensitzbank. Kommt mir aber sehr gelegen im Kniewinkel. Und da dazu habe ich hier vorne noch montiert von Voigt die Lenkererhöhung mit 3 cm und die Original-Lenkerplatte oben. Also man sitzt sehr bequem auf dem Motorrad, ich sitze ganz gerade drauf, wie das sein soll, eigentlich echt ideal. Und so macht Tourenfahrer Spaß, da nickt, da zwickt nichts, da kneift nichts und ich bekomme keine Krämpfe, wie es vorher war mit der kurzen Bank. Ich habe auch hier unten noch nochmal einen USB-Anschluss einbauen lassen, damit ich auch die Kamerasteuerung machen kann. So, die Sitzbank geht ganz einfach drauf. Ich hänge die einfach wieder da oben ein. So, klapp die runter und das war's dann. Ich sitze also sehr gut drauf und was man natürlich auch sofort merkt, dass die doch deutlich bequemer gepolstert ist wie die Serienbank. Leider gibt es die jetzt nicht in Braun, was ja für die Genetario eigentlich die richtige Farbe wäre. Kann ich aber nur in Schwarz kaufen, wenn ich die erhöhte Bank will. Weiterhin habe ich jetzt vorne noch montiert eine Lenkererhöhung von Voigt. Die hat 3 cm und sorgt dafür, dass ich völlig gerade und entspannt auf dem Motorrad sitze und wenn ich müsste auch sehr gut stehen kann, wenn ich mal eine schwierige Schotterpassage hätte. Also alles wirklich sehr gut aufeinander abgestimmt. Jetzt ist es so, wenn euch das Video gefallen hat, wäre super, Daumen nach oben und ein Abonnement natürlich.
Und die ganzen Zubehörsachen verlinke ich euch in der Leiste unten. Da könnt ihr mal gucken, wenn was interessiert, braucht ihr nicht schreiben, sondern könnt direkt den Artikel aufrufen. Ja? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst euren Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und vielleicht sieht man sich ja mal. Euer Motorradtourer. Tschüss.